Die Qanats des Iran, Erbe der Menschheit. Bei der 40. Sitzung am 15. Juli 2016 in Istanbul hat das UNESCO-Weltkomitee 11 Qanats des Iran in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Diese Qanats, von denen die ältesten mehr als 2500 Jahre und der neueste 200 Jahre alt ist, sollen über eine spezielle Technologie verfügen, die sie von den anderen 33.000 Qanats des Landes unterscheidet. Die Qanat-Technik wurde vor über 3000 Jahren in Persien entwickelt und verbreitete sich dann nach Osten und Westen. Cyrus der Große hatte es in Oman und Darius in den Oasen Ägyptens eingeführt. Laut Kallisthenes, der um 335 v. Chr. den Alexander den Großen begleitete, während seines Feldzuges in Asien. Die Persier hatten das Problem der gerechten Verteilung des Wassers aus dem Qanat mit der Klepsydra gelöst. Der Qanat ist eine unterirdische Galerie, die fast horizontal mit einem leichten Gefälle gegraben wurde, damit das Wasser abfließen kann. Es soll einen unterirdischen Grundwasserspiegel auffangen und das Wasser nach außen leiten. Der Bau des Bauwerks beginnt mit dem Bohren eines Erdbrunnens, der als Mutterbrunnen bezeichnet wird und der es ermöglicht, die Art und den Pegel des Grundwasserspiegels festzustellen. Das Graben des Stollens beginnt flussabwärts, um den Mutterbrunnen zu erreichen. Das Bohren einer Reihe von vertikalen Zugängen oder Zwischenschächten im Abstand von 50 bis 100 Metern ermöglicht den Abtransport der Trümmer aus der Ausgrabung des Stollens und die Gewährleistung seiner Belüftung. Die Länge der Galerie kann mehrere Kilometer, sogar mehrere 10 Kilometer erreichen. Der Qanat ist eine zuverlässige und stabile Wasserquelle in trockenen und halbtrockenen Regionen. Der Begriff ist akkadischen Ursprungs und bedeutet Schilf. Es wurde von den semitischen Sprachen wie Aramäisch und Arabisch und nicht-semitischen Sprachen wie Altgriechisch und Latein aufgegriffen. Es fehlt im Altpersischen, aber auch im modernen Persischen wird es häufig zusammen mit dem persischen Äquivalent Charis oder Charis verwendet. Viele Historiker sind sich einig, dass die Qanat-Technik vor mehr als 3000 Jahren in Persien, dem vorislamischen Iran, entwickelt und dann von Afghanistan nach Osten, nach Indien und China und nach Westen in nordafrikanische Länder wie Marokko, Algerien und Libyen verbreitet wurde. Während der maurischen Besetzung wurde es sogar in Palermo auf Sizilien eingeführt. Von den Persern übernommen, entwickelten die Römer es im gesamten Nahen Osten bis nach Tunesien. Und die Araber übertrugen es bis nach Spanien und Marokko. Cyrus der Große, arithmetischer König, ca. 559 v. Chr. bis 530 v. Chr., soll es im Oman und Darius 550 v. Chr. bis 486 v. Chr. in den Oasen Ägyptens eingeführt haben. Einer der 11 Qanats, die in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurden, ist der Qasabe-Qanat in der Stadt Gonabad in der Provinz Khorasan-e-Razavi im Nordosten des Iran. Es ist auch unter dem persischen Namen Charis-e-Keykhosrow bekannt. Es ist einer der ältesten Qanats der Welt, Experten schätzen seinen Bau auf 700 bis 500 Jahre. Es hat 427 Zwischenbrunnen, die Tiefe seines Mutterschachtes beträgt 320 Meter und die Länge seines Stollens 131.035 Meter. In seinem Reisebericht Safarnameh beschreibt Nasir Khosrow 1003 bis 1077 seine Länge sowie die Tiefe seiner Mutter gut und gibt an, dass es im Auftrag von Keykhosrow, dem mythischen König, der nach Ansicht einiger Iraner war, erbaut wurde von keinem geringeren als Cyrus der Große. Der Qanat von Zarch ist ein weiterer Qanat, der auf der Liste des Weltkulturerbes steht. Mit 71 Kilometer Länge ist er der längste Qanat im Iran und verfügt über 2115 Zwischenbrunnen oder laut Experten Besuchsbrunnen, die der Reinigung und der Reparatur des Qanat dienen. Der Qanat von Zarch ist auch einer der ältesten im Iran. Sein Bau reicht etwa 3000 Jahre zurück. Derzeit gibt es im Iran schätzungsweise 33.000 aktive Qanats. Mitte des 20. Jahrhunderts lag ihre Zahl bei rund 50.000. Dieser erhebliche Rückgang ist sicherlich auf wirtschaftliche, demografische, soziologische und politische Ursachen zurückzuführen. Dies ist hauptsächlich auf die übermäßigen Wasserverbrauch im ganzen Land seit dem Aufkommen der Islamischen Republik zurückzuführen. Das Bohren unzähliger, nicht genehmigter Brunnen und der unbedachte Bau von Staudämmen haben erheblich zur Austrocknung der Grundwasserspiegel beigetragen. Qanats haben den Vorteil, dass sie gegen Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen resistent sind. Und Niederschlagsmengen wirken sich nicht so stark auf sie aus. Sie sind auch widerstandsfähig gegen menschliche Katastrophen wie Kriegszerstörung. Im 2. Jahrhundert v. Chr. wird Polybios, ein griechischer Historiker, in seinen Geschichten erwähnt.
die Qanats der Persier, indem er angibt, wie sie unterirdische Netze von Brunnen und Galerien bauten, um Wasser in der Wüste zu bringen. In Vergangenheit war die Finanzierung des Baus eines Qanats im Allgemeinen die Arbeit von Landbesitzern und Kaufleuten, die sich in kleinen Gruppen zusammenschlossen und mehrere Bagger rekrutierten, um zuerst den Vorhandensein eines Grundwasserspiegels zu untersuchen und dann mit den Ausgrabungen der Galerie fortzufahren. Einige denken, dass dieser Prozess ein Hindernis für die politische Einigung war, weil das Wasser des Qanats nicht gerecht verteilt wurde. Auch die Systemwartung war ein Problem. In ihren Argumenten gegen die Landesform des Schahs in den 1960er Jahren führten Gegner diese Schwierigkeiten ebenfalls an. Aber es scheint, dass die Perser das Problem der gerechten Verteilung des Wassers aus dem Qanat gelöst hatten, indem sie die Klepsydra verwendeten. Kallisthenes, der um 335 v. Chr. den Alexander den Großen begleitete, sagte während seines Feldzuges in Asien, dass Bauern in persischen Dörfern einen ihrer eigenen ernannten, um die gerechte Verteilung des Wassers aus dem Qanat zu überwachen. Er setzte sich auf ein Podest am Ausgang des Wassers und stellte einen kleinen Behälter mit einem kleinen Loch in einem größeren Behälter, der mit Wasser gefüllt war, und nachdem er den kleinen Behälter ein- oder mehrmals gefüllt hatte, änderte er den Wasserlauf und leitete es zu einem anderen Bauernbach. Dies zeigt, dass die Klepsydra damals in Persien sehr weit verbreitet war. Seine Erfindung hängt wahrscheinlich mit der Entwicklung der Qanat-Technologie durch die Perser zusammen.